Wir haben das 21. Jahrhundert. In den sozialen Medien finden sich alle möglichen Meinungen. Impfungen sind schädlich, aber das US-Kapitol sollte man bitte stürmen. Wir haben deutsche Straßeninfluencer gefragt, treiben uns soziale Medien, deutsche Feelings ausgenommen, in den Wahnsinn. Ja, also ich denke halt nur die Leute, die schon ein bisschen verrückt sind vielleicht. Definitiv. Also Instagram, Facebook, alles Mögliche. Also ich habe mich schon lange davon distanziert. Erstens, weil es für mich toxisch ist. Warum soll ich mich mit anderen vergleichen? Ich lebe einfach mein eigenes Leben. Und wieso soll ich mich gegenüber anderen profilieren? Wenn man morgen zum Handy greift, was macht man als erstes? Man guckt, was ist denn da los? Das ist eigentlich bescheuert, ne? Es gibt halt kein richtig und falsch mehr. Es gibt halt einfach alles. Und wer weiß dann schon, was jetzt stimmt und was nicht. Ich meine, man kann ja einfach alles behaupten, was man will. Wenn man sich zu viel davon reinzieht, dann sind ja auch viele Fake News da drin. Ne? Und man dann zum Schluss irgendwann weißt du gar nicht mehr, was du glauben sollst und was du nicht glauben kannst. Und dann kann schon Social Media verrückt machen. Ich finde, das ist nur eine Repräsentation dessen von unterschwelligen politischen Bewegungen, die es in der Gesellschaft schon gibt. Und das ist einfach nur ein Sprachrohr dessen, was schon existiert. Also man hat auf jeden Fall auf Social Media eine ganz andere Reichweite, als es früher mal war. Ich würde jetzt nicht Social Media unbedingt die Schuld daran geben. Es ist natürlich gefährlich, weil Social Media gewissen Gruppierungen, Gruppen, Menschen eine Plattform bietet. Hast du denn auch schon Leute wegen ihrer Meinung entfreundet? Ja, habe ich auch schon, aber das sind dann eher mehr so rassistische Meinungen und so. Ne? Weil ich bin ja auch Jude und so. Und habe da jetzt gerade so einen Fall gehabt, das habe ich auch selbst bei Facebook reingesetzt. Und dann kommen natürlich auch sehr viele Kommentare von so, ja, wir sind ja selber schuld und so. Ne? Die habe ich dann entfernt, weil muss ich mir ja nicht antun. Das ist ja dieser Blaseneffekt auch. Ja, da musst du ja jetzt schnell wieder rein. Ich würde sagen nein, weil umso mehr vernünftige Leute da rausgehen, umso mehr sind die zwar zusammen und können sich gegenseitig radikalisieren oder was auch immer, in welchem Kontext. Aber dadurch, dass ja die ganzen Vernünftigen raus sind, ist das ja eine relativ kleine Minderheit, sage ich jetzt mal, im Verhältnis zu denen, die ja eigentlich mehr oder weniger vernünftig sind. Also deine Lösung ist eine digitale Bekloppten-Quarantäne. Definitiv. Was ja auch auf unserer Seite sehr schnell passiert, das sind wir Leute, die halt so ein bisschen abgehängt sind, dass wir dann auch schnell sagen, die sind alle dumm. Oder wir erklären denen, wie das funktioniert. Klar gibt es einfach Haltungen, die nicht akzeptabel sind, das muss man auch ganz klar sagen. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man alle mit einbezieht und irgendwie versucht, die dann halt auch an den richtigen Stellen zu unterstützen. Was soll ich mich mit Leuten auseinandersetzen, sagen wir mal bei Facebook, wenn ich da jemand blocke und der eben eine komplette durchgedrehte Meinung hat. Und dann mit so welchen Leuten setze ich mich ja nicht. Man versucht es, aber wenn dann da schon dumme Sprüche kommen, dann bringt es doch nichts, sich mit solchen Leuten auseinanderzusetzen oder sich irgendwelche dumme Scheiße anzuhören. Ne? Oder so Verschwörungstheorien sich anzuhören, das bringt es nicht. Ja, der Lockdown und die verschärften Maßnahmen schütten natürlich bei den Leuten wieder Öl ins Feuer, bei denen es sowieso schon am Kochen ist. Ne? Was man oft nicht sieht, sind halt gegenteilige Bewegungen in der Gesellschaft. Es gibt natürlich umso mehr Menschen, meiner Meinung nach, die halt entgegen solcher politischen Bestrebungen aktiv Politik betreiben und auch ihren Alltag gestalten. Ich denke, dass die Zukunft deutlich optimistischer sein wird als irgendwie so ein Apokalypse-Denken oder so Ähnliches. Genauso wie wenn du jetzt einkaufst bei Amazon, es läuft alles übers Internet und diese Sachen, also wird sich da nichts ändern. Es wird noch mehr werden. Am besten, man kümmert sich um sich selbst. Das ist das Einzige, was man machen kann und abschalten. Also wenn ich zum Beispiel zu viele negative Nachrichten lese, danach habe ich Albträume oder ich kann nicht einschlafen. Und dann denke ich so, genug Handy für heute, ja.